Du hast gesagt, du lässt mich endlich in Ruhe. Leider ist der Abend nicht ganz so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Was soll das heißen? Dass du lieber weiterhin das tust, was ich dir sage, sonst deine Helena weiter eine ziemlich böse Überraschung erleben. Das ist meine kleine Schwester Kim. Das ist Ansgar von Ladenstein. Sieht nicht übel aus. Für sein Alter vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wer du bist oder was du hier willst, aber lass die Finger von ihm, Schätzchen. Wie kann es sein, dass ein Mensch uns immer wieder überrascht? Und das, obwohl wir ihn täglich sehen und er uns so nah und vertraut ist wie kein anderer. Was war denn eigentlich los mit dir gestern? Du hast kein Wort mehr gesagt. Aber du weißt schon, was eine Frau im heiratsfähigen Alter denkt, wenn man auf einer Hochzeit ist, den Brautstrauß fängt und den in die Hand drückt, oder? Ich dachte eigentlich, wir wollten beide nicht. Also, wir waren uns doch einig. Tja, manchmal passiert eben was und dann ändert man seine Meinung. Und dann willst du plötzlich heiraten? Also das würde mich schon interessieren, was da bei dir passiert ist, Andi Fritsche. Wie nah kann man einem Menschen sein, ohne alles über ihn zu wissen? Oder liegt genau darin das Geheimnis der Liebe? Théâtre La Cigale. 2 Karten, Reihe 3 im neuen Musical von Alain Chasseur. Paris, willkommen. In dieser Jahreszeit ist die Stadt einfach wundervoll. Der passende Ort für eine Hochzeitsreise. Ja, und dann fliegen wir einfach weiter. 3-mal um die Welt und wieder zurück. Was bleibt mir anderes übrig? Ich bin rechtlich dazu verpflichtet, dich glücklich zu machen. Wo bleibt denn eigentlich Mama? Na gut, dass ich Sie treffe. Graf Ansgar frühstückt heute auf seinem Zimmer. Kümmern Sie sich bitte darum. Sicher. Oh, einen wunderschönen guten Morgen, Frau Wolf. Darf ich Sie zum Frühstück geleiten? Aber sehr gerne, Herr Stiel. Ah, Justus, bitte. Justus. Guten Morgen. Na, mein Schatz, geht's wieder besser? Ja, die Migräne ist wieder weg. Aber nach so einer Attacke braucht man morgens immer etwas länger. Graf Ansgar lässt sich übrigens entschuldigen. Das könnte ja ein schöner Tag werden. So, Thomas. Haben Sie sich mein Angebot überlegt? Was denn für ein Angebot? Ludwig sucht einen neuen Förster. Ja, das ist doch toll. Ja. Ich meine, wie lange seid ihr jetzt schon in Offenburg? 3 Jahre schon. Na, siehst du, da wird's ja mal wieder Zeit für einen Tapetenwechsel, ne? Und das Beste ist, wir wären alle wieder zusammen in einer Stadt. Wir sind einfach zu oft umgezogen in den letzten Jahren. Und Kim steht kurz vor dem Abitur. Daher müssen wir ihr Angebot leider ablehnen. Jedenfalls momentan. Geht das noch langsamer? Du hast die Suiten noch nicht gemacht. Und hier sieht's aus wie bei Hempels. Ich habe auch nur 2 Hände. Außerdem habe ich doch Zeit. Nein, die hast du nicht. Du hast noch weitere Aufgaben zu erfüllen. Onkel Justus, ich bin nicht die Einzige, die hier in der Schürze rumläuft. Also, fragt jemand an. Nach deinem gestrigen Auftritt wäre ich mit solchen Bemerkungen sehr zurückhaltend. Du hattest nichts auf der Hochzeit zu suchen. Das war doch wie eine Betriebsfeier. Leider muss ich dich jetzt für ein paar Besorgungen in die Stadt schicken. Ansonsten wäre es mir ein Vergnügen, dich auch noch die Böden schrubben zu lassen. Da. Und wenn das erledigt ist, kommst du wieder. Sofort.
Wir sollten in Zukunft an allen Geschäftsbesprechungen teilnehmen. Wer weiß, was mein Vater sonst noch hinter unseren Rücken aushandelt. Ja, dann sorgt dafür, dass er uns informiert. Ich kann ja schlecht den ganzen Tag am Empfang stehen und kontrollieren, dass er keine Besuche empfängt. Außerdem, ich habe heute selbst 3 Termine und dann noch den ganzen Kram hier. Ich muss zum Arzt und ich brauche eine Maniküre. Was du brauchst, ist eine Assistentin. Du solltest wirklich anfangen, dich zu schonen. Du bist jetzt nicht mehr allein unterwegs. Die Stellenanzeige geht heute noch raus und du gehst jetzt in aller Ruhe zur Maniküre. Also du kannst es nicht lassen. Du trägst den halben Wald mit dir rum. Ich meine, steck das weg. Wie sieht das denn aus? Ja und? Die sind für meine Sammlung. Ein herrlicher Wald, musst du zugeben, oder? Das sagst du jedes Mal. Dann ziehen wir um. Nach 2 Monaten verkrachst du dich mit dem Besitzer und halali, auf zum nächsten Wald. Vicky, das hier ist kein lebloser Nutzwald, der von irgendeinem Holzmulti runtergeholzt wird. Die forsten hier seit Jahrhunderten mit Sinn und Verstand. Das ist etwas ganz anderes. Ich wünsche mir, dass du bitte noch mal über diese Idee nachdenkst. Gott, nochmal, Sie blödes Trampel. Können Sie nicht aufpassen? Mich für sowas einstellt. Ich weiß, dass du dich in den Wald verliebt hast. Aber wir haben uns entschieden. Nein, du hast dich entschieden. Und ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum. Hey, du hast gesagt, das ist doch alles wie Urlaub hier. Oder? Thomas, ich möchte, dass wir noch heute abreisen. Und wie lange muss ich den aufheben? Bis zum schönsten Tag Ihres Lebens. Ich dachte immer, ihr wollt nicht heiraten. Das dachte ich auch. Bis gestern. Was ist das? Haarspray. Frau Linse war so freundlich, mir zu erklären, wie man einen Brautstrauß konserviert. Ja, Andi. Ich habe gehört, du hast für Helena einen Brautstrauß gefangen. Ja, der Traum vom gemeinsamen Glück kann manchmal schneller zerplatzen, als man denkt. Sehr witzig. Ja, ne? Schon lächerlich die Vorstellung, dass du Helena schwörst, sie zu lieben und zu ehren, bis dass der Tod euch scheidet. Ich meine, das muss an den vielen Hochzeiten liegen. Erst du und Philipp, jetzt Hagen und Marlene. Vielleicht ist Romantik ja doch ansteckend. Ja, ich kann es mir nicht erklären. Wir waren uns 100% sicher, dass wir noch nicht so weit sind. Und Andi hat nicht irgendwie angedeutet, was vielleicht passiert ist? Also ich persönlich finde ja, dass Treue und Ehrlichkeit völlig überbewertet werden. Aber es soll ja Menschen geben, denen das ungemein wichtig ist. Mann, du hast doch bekommen, was du wolltest. Also lösche endlich diese Aufnahme. Wie? Die Einladung zur Hochzeitsfeier, die mir am Ende gar nichts genutzt hat? Andi. Ich finde, deine Zukunft mit Helena sollte ja schon ein bisschen mehr wert sein. Ich meine, wie ernst soll ich das nehmen? Gestern will Andi nicht, heute schon, morgen vielleicht was ganz anderes? Vielleicht wollte er dich schon immer heiraten. Aber er hatte Angst, dass es dir zu schnell geht. Ich glaube, der ist jetzt trocken. Vorher sah der besser aus. Wahrscheinlich mache ich mir einfach zu viele Gedanken und Andi ist nur wahnsinnig glücklich mit mir. Ich will ein Vorstellungsgespräch bei Tanja von Landstein. Was? Sie sucht einen Personal Assistant. Und jetzt rate mal, wer das wird. Dafür muss man arbeiten. Ich dachte, du wolltest dich nur nach oben schlafen. Ah, das eine schließt ja das andere nicht aus, oder? Du hast sie nicht mehr alle. Und außerdem kenne ich Tanja von Lahnstein so gut wie gar nicht. Dein Problem. Wenn du das hinkriegst, dann lösche ich die Aufnahme. Großes Indianer-Ehrenwort. Ansonsten musst du dir leider eine neue Freundin suchen. Aber wenn du mich fragst, passt Helena sowieso nicht zu dir. Mit deinen Vorlieben. Wie, du bist nicht zugelassen? Heißt das, du kannst das Abi knicken? Wow, leiste mir die mal? Wieso hast du denn nichts gesagt? Mach ich doch gerade. Kimi, du weißt ganz genau, wie wichtig es für Mama ist, dass wenigstens eine von uns studiert. Hey, ich war auf der Music Academy. Ich meinte ein richtiges Studium. Sowas wie Medizin oder Jura. Kannst du die Prüfung nicht einfach noch mal wiederholen? Ich habe aber keinen Bock auf Schule. Kann ich nicht einfach bei euch bleiben?
Hör mal, als erstes musst du Mama die Wahrheit sagen. Jetzt komm schon, so schlimm ist sie doch gar nicht. Zu dir vielleicht. Hör zu, wenn du die Schule wirklich schmeißen willst, dann brauchst du einen Alternativplan. Ja, sowas wie eine Ausbildung. Sonst kannst du das mit dem Schulabbruch vergessen. Und die Politur für den Flügel? Wurde bestellt und geliefert. Genau wie die Schuhe des Grafen. Schön. Nur lass dir das nächste Mal weniger Zeit. Onkel Justus, ich habe auch ein Privatleben. Jessica, das hier ist deine Arbeitszeit und da tust du, was ich möchte. So, das war jetzt das letzte Mal, dass du mir sagst, was ich zu tun habe. Und? Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich nicht zurück zur Schule will. Und erst recht nicht in unser Kaff. Pass auf, was du sagst. Wenn du jetzt wieder alles hinschmeißt, dann war es das letzte Mal. Na komm schon. Zieh deine Schürze wieder an und wir vergessen das ganze Theater, ja? Ich bewerbe mich für die Stelle als persönliche Assistentin von Tanja von Langstein. Und dann werden wir ja sehen, wer hier in Zukunft wessen Anweisungen befolgen wird. Was glotzt ihr so? Sag mal, was ist denn das eigentlich für eine Stelle bei Tanja von Lahnstein? Könnt ihr vielleicht woanders rumknutschen? Ui, da hat aber einer gute Laune. Tschüss, bis später. Also wenn das so weitergeht, dann werde ich Jessica nie los. Du glaubst nicht, was sie jetzt schon wieder will. Warum, was will sie denn? Sie will ein Vorstellungsgespräch bei Tanja von Lahnstein. Was? Mann, Olli hat sich doch auch wieder eingekriegt. Warum kann Helena nicht so verständnisvoll sein? Naja, vielleicht ist sie das ja. Du gibst ihr ja keine Chance, das zu zeigen. Ich bin geliefert. Glaubst du denn, Jessica lässt dich in Ruhe, wenn du diesem Vorstellungsgespräch hinbekommst? Frag doch mal Ludwig. Ich meine, du hast doch einen ganz guten Draht zu ihm, oder? Wie soll ich denn Ludwig erklären, dass ich ausgerechnet der Frau helfen will, die mich mal wegen der Vergewaltigung beschuldigt hat? Aber der Rest der Familie ist doch auch nicht gut auf Jessica zu sprechen. Außer Hagen. Der ist ihr Bruder. Naja, aber es ist alles auf seinem Junggesellenabschied passiert. Also, streng genommen ist das alles seine Schuld. Was habe ich mit Jessica Stiel zu tun? Ja, erstmal danke, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast. Klar, kein Problem. Was kann ich dir bringen? Ein Espresso, bitte. Sofort. Naja, die Sache ist halt die... Ich habe das ja auch schon erzählt. Ich habe gehört, Tanja sucht eine Assistentin. Und ich dachte, vielleicht könntest du ein gutes Wort für jemanden einlegen. Für Jessica? Andi, wenn ich dir helfen soll, dann musst du dich schon ein bisschen deutlicher ausdrücken. Bitte schön. Danke. Ich hatte einen Ausrutscher. Ist nicht dein Ernst, oder? Doch, ich war total voll. Es war bei dir auf dem Junggesellenabschied. Ich habe noch nicht mal mitbekommen, wie Jessica... Es gibt auf jeden Fall Fotos. Und jetzt erpresst sie dich? Dieser Kasten hier haut mich immer noch total um. Ach, daran gewöhnst du dich noch. Ah, Justus, wissen Sie, ob das Rinderkonsumé mit Julienne-Gemüse, was ich bestellt habe, schon fertig ist? Ich werde mich sofort erkundigen, Comtesse. Danke. Davon hätte ich nachher auch gerne einen Teller. Und falls es mir nicht schmeckt, lasse ich Frau Linse feuern. So ist Tanja. Immer ausgesucht freundlich zu ihrer Umwelt. Bist du sicher, dass du für sie arbeiten willst? Ich glaube trotzdem, dass man noch eine ganze Menge von ihr lernen kann. Du weißt nicht, worauf du dich da einlässt. Aber bitte, frag Sebastian. Was soll sie mich fragen? Tut mir echt leid, dass ich ausgerechnet zu dir damit komme. Ich meine, du bist ihr Bruder. Ich könnte auch echt verstehen, wenn du mir einfach nur eine reinhauen willst. Danke. Aber du machst dich selbst genug fertig. Aber du liebst Helena, richtig? Dann sag ihr einfach die Wahrheit, bevor du dich immer weiter in diese Geschichte verstrickst. Das würde sie niemals wegstecken. Ich meine, du kennst doch Helena.
Aber du kannst dich doch nicht von Jessica erpressen lassen. Das geht dann immer so weiter. Meinst du denn, man muss sich in der Beziehung immer alles sagen? Das kommt ganz darauf an, was für Folgen es haben könnte. Ich tue das doch nur, um Helena nicht zu verlieren. Ich weiß nämlich nicht, was ich dann machen würde. Tut mir leid, dass ich ausgerechnet dich damit vollgequatscht habe. Warte. Aber dass eins klar ist, das kommt nie wieder vor. Kapiert? Others who have tried, they were only left there hanging. And all those broken dreams could have filled a Laurel Canyon. Jessica Stiel. Ich habe einen Termin bei Tanja von Landstein. Sie bewerben sich für die Assistentenstelle. Darf ich vorstellen, Ihre Konkurrentin, Frau Wolf. Wissen Sie, was das ist? 84 Bewerbungen. Und das Stelleninserat ist gerade mal ein paar Stunden online. Anscheinend nutzen Sie und Frau Wolf familiäre Kontakte. Trotzdem möchte ich gerne wissen, warum ausgerechnet Sie sich für den Job interessieren. Klar, ich habe noch nicht so viel Berufserfahrung, aber ich bin sehr einfallsreich und engagiert. Ich verstehe noch nicht viel von den Geschäften hier, aber ich lerne sehr schnell und ich komme immer zum Ziel. Kellnern, Babysitten, Zeitung austragen. Ich habe auch einmal in Offenburg in der Holz AG gearbeitet. Da ist was los, das sage ich Ihnen. Ob Sie mir vertrauen können? Okay, ich weiß, ich bin vielleicht bisher nicht als so zuverlässig aufgefallen. Familie und Geschäft sind hier eins. Ist ja klar, da muss man sehr vorsichtig sein. Aber ich kann auch sehr diplomatisch agieren, wenn es sein muss. Ich erreiche alles, was ich will, egal mit welchen Mitteln. Offen gestanden habe ich mir von meiner neuen Assistentin mehr erwartet als eine 17-jährige Schulabbrecherin oder ein schlampiges Dienstmädchen. Aber ihr kennt die Familie und die Regeln. Das ist natürlich ein Vorteil. Ich kann euch während der Probezeit jederzeit feuern. Wer es schafft, mich innerhalb der nächsten 3 Monate von sich zu überzeugen, bekommt den Job. Wahnsinn! Sie werden es nicht bereuen. Verdammten Job. Jetzt lösche endlich das verdammte Foto auf deinem scheiß Handy. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es nicht hab. Ich glaub dir das keine 3 Sekunden. Durchsuch mich doch, wenn du es mir nicht glauben willst. Gib's her! Geh mir in Zukunft auf der Sonne. Komm mal wieder runter. Deine Beziehung zerstörst du auch ohne mich. Wie, was soll das heißen? Du machst dein Abi nicht. Ich habe die Klausuren verhauen, aber das ist jetzt auch schon egal. Mama, jetzt hör dir doch erst mal an, was ich stattdessen machen möchte. Ich beginne bei Tanja von Lahnstein im Praktikum auf Probe. Also das kommt überhaupt nicht in Frage. Victoria. Schlimm genug, dass wir mal wieder die Letzten sind, die erfahren, dass du sitzen geblieben bist. Mama, das ist doch alles nicht so wild. Das Schuljahr beginnt erst im August. Jetzt lass sie doch in der Zwischenzeit diesen Job machen. Ja, und guck, in den Arbeitsalltag reinzuschnuppern, das tut dir doch bestimmt gut. Genau. Dann mache ich nämlich mal was Praktisches, statt mich mit Potenz- und Logarithmusfunktionen herumzuschlagen. Die allerdings auch nicht so ganz unwichtig sind, mein Schatz. Also Schluss jetzt, Ende der Diskussion. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Was ist eigentlich euer Problem? Immer macht sie mir alles kaputt. Hey. Ist Andi da? Ja, ich glaube, das ist in seinem Zimmer. Hey, ich habe gerade noch an dich gedacht. Dann hänge ich mal die Wäsche auf.
Ist irgendwas? Was läuft da zwischen dir und Jessica? Was, wie? Was meinst denn du damit? Ich habe euch beide gerade gesehen in der Schlossküche. Ach, das. Ich habe ihr nur gesagt, dass sie Christian und Olli endlich in Ruhe lassen soll. Was haben die beiden denn mit Jessica zu schaffen? Christian und Jessica, naja. Was? Christians Betrug vor der Hochzeit, das war Jessica. Vollrausch. Kann sich fast an nichts mehr erinnern. Ich glaub das nicht. Hey. Ja, hey. Sag mal, wie kannst du Kims Verrücktheiten auch noch unterstützen? Jeder von uns ist seinen Weg gegangen. Ich als Sängerin und Dana mit den Pferden, trotz deiner Vorbehalte. Du kannst Kim natürlich zwingen. Aber willst du das wirklich? Mama. Kim bleibt eine Weile hier bei uns, macht ein Praktikum und überlegt sich, wie es danach weitergeht. Was ist so schlimm daran? Wissen Sie, was ich tue, wenn es mir so richtig schlecht geht? Also jedenfalls ist das die einzige Haltung, mit der man dieser Welt gegenübertreten sollte. Wir denken, dass wir alles über die Menschen wissen, die wir lieben. Wir können uns nicht einmal vorstellen, dass sie Geheimnisse vor uns haben. Bis zu dem Tag, an dem wir einen Fehler bemerken. Etwas, das uns irritiert und verstört, was nicht in unser Bild passt. Das ist der Moment, in dem wir beginnen zu ahnen, dass wir uns in eine Illusion verliebt haben. In eine sehr schöne Illusion. Und wenn wir weiterlieben wollen, halten wir daran fest.